Schauspieler, du bist Musiker, du bist gut aussehender, du machst deine eigenen Shows. Habe ich noch was vergessen? Ich hoffe, du hast den richtigen geholt. Weil Es gibt ja hoffe ich zwei. auch. Ja. Bevor ich unseren ersten Gast heute mal vorstellen darf, Paul Simon, ich weiß nicht mal, ich habe mal im Internet nachgeguckt und es gibt wahnsinnig viel Material über dich. Und du bist Schauspieler, du bist Musiker, du bist gut aussehender, du machst deine eigenen Shows. Habe ich noch was vergessen? Ich hoffe, du hast den richtigen gegoogelt. Weil Es gibt ja hoffe ich zwei. auch. Ja. Du hast wahrscheinlich. Meinst du Paul Simon oder Simon Paul? Nee, Paul Simon. Simon. Okay. Aber ich glaube, bevor wir jetzt so weitergehen, fragen wir mal, Zachary, rollen wir? Rolling. Ja, sind wir dann. Gut, okay. 3, 2, 1. On air. Oh, schön. Okay. Super, Paul. Hallo, Dennis Laff. Grüß dich. Grüß dich. Freut mich, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Richtig schön. Du, gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, Ja. er kommt mal wieder vorbei, das Ja. ist ja normal, kommt Das ja finde mal ich immer richtig wieder. Ja, es ist einfach mal ganz normal. Oh, jetzt ist der Staubsauger weg. Perfekt. Perfekt. Aber Zachary ist wieder da. Er ist wieder Entschuldigung. da, kein Problem. Also gestern Nacht, bevor ich eingeschlafen bin, dachte ich mir, nicht, dass ich an dich gedacht habe, sondern die Fragen, was ich dir stellen wollte. Und ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nicht so viel über dich weiß. Ja. Weißt du? Und erstmal so, ich wollte mal fragen, ist eine ganz naive, blöde Frage, aber wie bist du zu Schauspiel gekommen? Ich glaube, ziemlich klassisch, also schon in der Schule einfach am Schultheater. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, vor allem mehr als Schule, dass ich dachte, das wäre doch toll, das den ganzen Tag zu machen und eben nicht nur 2 Stunden am Nachmittag nach der Schulzeit, wo die ganzen Unterrichtsfächer sind und so. Und dann letztendlich habe ich mich beworben auf einer Schauspielschule, bin mit 18 nach Berlin und habe bei der Ernst Busch vorgesprochen. Das hat dann nicht geklappt und dann habe ich erstmal im Kindergarten gearbeitet und unterschiedliche andere Sachen gemacht, vor allem mich gefunden und dann es nochmal probiert in Leipzig und das hat geklappt. Also so bin ich eigentlich zur Schauspielerei im weitesten Sinne so im Kurzdurchlauf mal gekommen und ja, also ich glaube, dass das im Schultheater war am prägendsten, weil wir echt auch einen guten Leiter vom Schultheater hatten. Und der Siegfried Stab, der auch jetzt letztes Jahr im Sommernachtstraum auch nochmal drin saß in der 3. Reihe, ohne es mir zu sagen, das fand ich total toll, so den mal wiederzusehen, weil der wohnt hier in Aschaffenburg um die Ecke. Und das fand ich total schön, dass der da drin sitzt und ich auf einmal auf der großen Bühne da spiele. Und so schloss sich irgendwie der Kreis dann wieder. Richtig gut gewesen. Ja, also letztendlich das. So. Und dass ich natürlich, also er meinte immer, dass ich ein Talent dafür habe und es mal probieren soll. Und dachte ich mir, ja. Und es hat ja auch geklappt. Warum bis halt jetzt. Richtig cool, ja. Und kannst du dich erinnern, was du für eine Rolle hattest? Ja, meine ersten, ich hatte am Anfang 3 Rollen. Ich hatte so ein Narr, dann eine Wirtin und noch irgendwie so ein Prinz oder sowas. Irgendwie so 3 verschiedene Rollen. Das fand ich ganz toll, weil ich da so viel ausprobieren konnte. Und habe aber den besagten Siegfried Stab so überzeugt, dass ich dann im darauffolgenden Schuljahr Götz von Berliching haben wir da gemacht und durfte dann die Hauptrolle zum ersten Mal spielen. Kötz von Perliching hieß das dann und hat so viel mit Konsonanten gemacht und auch, es war zum Beispiel irgendwie, in diesem Stück kommt eben vor, er kann mich am Arsch lecken, ne? Und, oder er kann mich im Arsche lecken, glaube ich, oder so. Und wir haben das immer umgedreht, dann er kann mich im Ursche lacken. Und ich habe kein Nasenbluten mehr, ich habe Nusenblaten und so weiter. Und das kam dann sehr gut an. Nicht nur, dass das meinen Humor auch sehr geschult hat, sondern ja, irgendwie auch den Leuten gefallen hat. Und da merkte ich dann so, ja, das ist was für mich so, weil in erster Linie ging es mir dann damals irgendwie so um diese Anerkennung für was anderes als irgendwie Schulnoten, weil da konnte ich jetzt nicht so toll überzeugen wie zum Beispiel mit meinem Schauspiel. So. Ja. Aber es ist schon verrückt, wie wichtig oder wie ein Lehrer oder Leiter an so einem Kurs ist, dass die neue Generation, die junge Generation wirklich damit auch überzeugen kann und wirklich auch dabei sein kann. Ne? Ja, absolut das ist richtig. sehr wichtig. Das ist wie bei Lehrern Pädagogik oder Lehrerinnen. Das ist genau das Gleiche. Also ich hatte zum Beispiel damals echt schlechte Englisch- und Mathe, also eine schlechte Mathelehrerin und einen schlechten Englischlehrer aus meiner Sicht. Und
der sehr auf Leistung, und wenn man da mal nicht mitgezogen hat und du hast irgendwie die 3., 4., 5 oder sowas und bringst die mit nach Hause, da hat man irgendwann keine Lust mehr, das zu machen. Und dann habe ich die Schule gewechselt, bin vom Gymnasium auf die Realschule gegangen und auf einmal hatte ich nur noch Einsen, weil wir da einfach bessere Lehrer hatten. Wir hatten super Mathelehrer, super Englischlehrerinnen und so, und das hängt viel auch damit zusammen. Also ich glaube, das ist sowieso was total Wichtiges und Prägendes, umso schneller du an Leute kommst, die wirklich was entweder in einem sehen oder einen motivieren können, umso mehr kriegst du was raus über dich. So. Und ich glaube, hätte ich damals im Schultheater nicht diesen Siegfried Staab kennengelernt, würde ich wahrscheinlich heute das nicht machen, sondern wäre vielleicht Erzieher geworden oder Physiotherapeut, weil das waren so die Plan B, C Sachen. Interessant. So. Also ich bin ein sozialer Typ so. Das ist sehr interessant, weil jemand hat auf Instagram reagiert und hat auch gefragt, was würdest du werden, hättest du jetzt keinen Schauspieler? Ja, tatsächlich. Und deswegen ist es interessant. Im Moment tendiere ich, also früher wollte ich Physiotherapeut werden, meine Oma hat das auch gemacht, und da dachte ich mir, es ist toll, Leuten zu helfen, die zu massieren, also wieder zurechtzurücken, so, ne? Und du kriegst relativ schnell eine Dankbarkeit zurück, was auch sehr gut ist, und also das ist so eine Win-Win-Situation irgendwie. Und dann habe ich im Kindergarten ja gearbeitet in Berlin, was ich meinte, und dann fiel mir so auf, der Umgang, also und auch irgendwie diese, ich nenne es jetzt mal fast schon Augenhöhe, dass man wirklich mit jungen Leuten hat, die einen irgendwie angucken, als wäre man, also nicht nur der Erwachsene und der mehr weiß, sondern irgendwie auch sich wieder auf das Level zu begeben und dann aber du kannst ja auch total viel von Kindern lernen und dieser spielerische Umgang und eben nicht diese krasse Ernsthaftigkeit, die wir teilweise so im Leben haben. Und das war halt was, wo ich auch jetzt sagen würde, Erzieher, das wäre nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn das alles nicht mehr klappt mit der Schauspielerei oder sowas, würde ich vielleicht das nochmal in die Richtung studieren wollen oder Ausbildung machen. Da kannst du ständig Hänsel und Gretel spielen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Oder der Griffelo oder sowas. Griffel, ja. Genau. Aber ich glaube, weil es gibt wahnsinnig viel und du bist, du bist gerade 22 geworden, wenn ich... es ist so, ne, 22. Ja, und 222 genau. Und es gibt so viel, was wir noch erfahren wollen. Und Zachary läuft immer wieder zwischen die Kameras. Ja. Ich liebe das. Genau, es ist einfach mal zu Hause. Zachary hat ja, irgendwie was von Jared Leto, finde ich irgendwie. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja. Nee, dann sage ich es dir jetzt. Danke. Der hübschere Jared Leto. Das ist ein Kompliment und dann kriegst du das. Ja. Nächste Frage wäre Ausbildungsmöglichkeiten. Staatliche oder private Schauspielschulen, was ist so Pro und Contra, deiner Meinung nach? Hast du da Erfahrungen oder was gehört? Also ich habe was gehört auf jeden Fall. Ich wollte ursprünglich, habe ich in Aschaffenburg was gesucht, also eine Schauspielschule gesucht, und die nächste, also es gab eine in Aschaffenburg, die wurde mir aber relativ schlecht gemacht, so. Später habe ich rausgefunden, das ist eine Privatschule, die einfach nicht so toll sein soll. Ich kann mir kein Urteil erlauben, weil ich es nicht weiß, so, aber habe ich gedacht, okay, dann habe ich die nächste geguckt, die staatlich gefördert wird, sprich, man kriegt BAföG. Und dann war ich hier in Wiesbaden, witzigerweise mit meinem Kollegen Martin Plass, der jetzt im Ensemble mit mir ist, der war damals der Direktor. Das heißt, ich war vor Jahren schon mal mit denen in einem Raum, und das habe ich dem erst vor 1 oder 2 Jahren gesagt. So, und der war auch so, wir saßen damals schon mal zusammen. Auf jeden Fall ist das auch eine private Schule, und dann war ich mit meinem Vater danach auf dem BAföG-Amt und merkte dann, oh, das ist ganz schön teuer, im Monat 600 Euro. Einfach so zu bezahlen für diese Schule, also eine Privatschule, um da den Kontrapunkt rauszuholen, ist es unfassbar teuer. So. Ich glaube, wenn man Talent hat, kann man auch auf einer privaten viele Erfahrungen sammeln und auch ein sehr guter Schauspieler werden. Aber eine staatliche Schule ist insofern besser, weil sie erstmal anders gefördert wird. Du hast unglaublich viele Bereiche, in denen du dich ausleben kannst. Du hast ganz viele unterschiedliche Lehrer. Es gehört auch, das hat ein Dozent von uns mal gesagt, zu einem der teuersten Ausbildungen in Deutschland. Und also nach so medizinischen Ausbildungen so. Und ich glaube, dadurch, dass man da eben auch die Zeit hat, da wirklich sich auf diese Stunden vorzubereiten. Ich glaube, auch auf einer privaten, was ich so gehört habe, hat man auch weniger Stunden und auch weniger Lehrer, es sind oftmals mehr Leute und so. Also ich glaube, die Förderung einer staatlichen ist individueller und somit auch besser, sage ich mal. Also der Hauptgrund, glaube ich, warum ich eher pro staatliche Schule bin, ist, dass
dass man mit dem Absolventenvorspiel, mit dem ZAV am Ende, einfach durch Deutschland fährt und du automatisch schon mal irgendwo auf Bühnen spielen kannst, wo dich Dramaturginnen sehen. Und ich glaube, bei privaten Schulen ist das sehr schwierig, da irgendwie ans Theater zu kommen oder in Film und Fernsehen. So. Weil es gibt eben auch unfassbar viele private Schulen. So. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. So. Das wäre auch natürlich die nächste Frage sein, Casting und Vorsprechen. Wie kann man sich sowas vorstellen? Eigentlich ist es so, dass, also im besten Fall kennt man irgendwelche Leute oder hat man im Theater kennengelernt. Aber am Anfang, nach einer Schule, hast du ja erstmal gar keine Kontakte. Das heißt, ich hatte das große Glück, dass ich gleich eine Agentur gefunden habe, weil die Katrin Kruschke damals mich in Berlin beim Absolventenvorspiel gesehen hat und mir gleich ihre Karte gegeben hat, wir ins Gespräch kamen, sie mich dann gleich aufgenommen hat. Also das ist natürlich toll, wenn du eine Agentur hast. Ansonsten kannst du auch auf Schauspielseiten oder eben der ZAV dich melden oder dich da anmelden. Und vorsprechen, das ist eben, du wirst, also Dramaturgen, die sehen dich irgendwo im Theater und laden dich dann im besten Fall ein. Und wenn das nicht der Fall ist, schreibst du eine E-Mail hin und guckst halt, dass da eine Vakanz, nennt man das, also dass da ein Platz im Ensemble frei ist. Und das ist aber sehr schwierig. Also besser sind Kontakte irgendwie zu knüpfen auf Premieren oder sowas. Und ich weiß es noch nicht, ich bin ja noch im Erstengagement, wie das jetzt läuft. Aber immer wenn ich mich bewerbe, dann habe ich entweder gehört von dem Theater, dass da gerade gesucht wird, oder man bewirbt sich einfach blind per E-Mail und dann spricht man davor. Und meistens sind 2 bis 3 Rollen, meistens eine klassische Rolle und irgendwie 2 andere Rollen, also Monologe. So. Oder du nimmst halt irgendwie eine Spielpartnerin mit, so. Das ergibt sich auch manchmal. Mit Mira Benser, mit der ich damals studiert habe, mit der bin ich ja auch in Wiesbaden genommen worden und wir hatten zum Beispiel eine Szene zusammen. So. Also, so läuft ein Vorsprechen ab. Ist eigentlich wie ein Bewerbungsgespräch, bloß dass du nur zum Teil über dich selbst und deinen Werdegang redest, sondern dass du eben Rollen vorspielst. Also eigentlich total absurd. Ich finde das richtig komisch, weil es heißt dann immer, sei du selbst und sei deine Persönlichkeit, was ja auch bei Exodus, wir kommen vielleicht noch dazu, vorkommt. Und dieser Satz, sei du selbst, finde ich eben ganz schwierig, weil man versucht vieles von sich zu zeigen in Rollen, die aber gefiltert sind in diesen Figuren und du ja natürlich eine Persönlichkeit siehst von außen wahrscheinlich, aber trotzdem spielst du ja was vor. Also du wirst eigentlich mit einer Lüge genommen. Das finde ich jedes Mal so absurd. Ja, also, ich finde es auch persönlich sehr, sehr, sehr hart. Ich habe ein bisschen Erfahrung auch in Theaterwelt. Ja. Hat sich etwas angepasst oder geändert durch die ganze MeToo-Debatten, durch die ganze Bewegung, Gender-Issue? Und gibt es zum Beispiel, wie es ist, wenn jemand kommt und sagt, ich will mich bewerben, aber der Intendant ist der Meinung oder die Intendantinnen, künstlerische Freiheit und mich zu jemandem zu entscheiden. Ja. Wie nimmt man das als Schauspieler und einfach mal diese Ausrede oder diesen Geschmack nicht zu treffen? Nimmt man das persönlich? Stellt man darüber? Also ich finde, man sollte es nicht persönlich nehmen, aber natürlich ist das verletzend. Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Es gibt vielleicht Leute, denen das einfach scheißegal ist. Und oftmals denke ich mir dann auch, das sollen sie machen, Idioten oder irgendwas. Ne? Also, dass man sich das irgendwie schönredet. So. Oder dass ich anfange, ja gut, die haben mich vielleicht gar nicht verdient und sowas. Also, aber das sind natürlich Ausreden. Also ich finde, das ist natürlich, wenn du dich öffnest und etwas vorspielst, ist das im besten Fall ja etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht, weil ich ja nur mich so öffnen kann, wie ich mich gerade fühle in dem Raum. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir gar nicht klarkommen würde, dann würde ich die ganze Zeit irgendwie hier gehemmt sitzen und denken so, oh, ich habe gar keine Lust hier zu sein oder dass wir einfach nicht so sprechen können oder sowas oder man funktioniert nicht miteinander. Und das passiert eben auch mal ganz oft. Man soll das nicht so persönlich nehmen, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass mich schon kränkt dann so und ich erstmal überlegen muss, ja, wo lag es jetzt an mir? Ich gucke auch vor allem sehr, ob es jetzt nicht nur am Gegenüber lag, an der Intendanz oder Dramaturgie, dass die mich irgendwie scheiße fanden oder sowas. Ich gehe dann immer davon aus, ich habe eine super Ausbildung und so und bin jetzt nicht der allerschlechteste Typ so, aber natürlich denke ich dann, was hätte ich anders machen sollen, hätte ich eine andere Rolle vorspielen sollen und so. Also das nehme ich schon, also ich nehme das auf jeden Fall ernst, sagen wir mal so. Also wie persönlich das nehme, ist nochmal was anderes, aber ich nehme es auf jeden Fall mit und versuche einfach beim nächsten Mal es einfach besser zu machen. Aber jedes Vorsprechen ist auch anders. Also ich war ja an verschiedenen Theatern, zum Beispiel am Maxim Gorki Theater war das erste Vorsprechen, was ich so richtig toll fand, weil in dem Raum irgendwas abging,
wo eine Zugewandtheit war. Und da hast du oder ich hatte automatisch mehr Lust, denen ganz viel von mir zu zeigen. Also, weil es mir einfacher fällt und ich viel entspannter bin. Oder mit dir zu arbeiten, zum Beispiel, als wir Exodus gemacht haben, so, da merke ich auch, wir brauchen da einen Take und das ist da, weil ich absolut alles abgeben kann, weil du mir das Gefühl gibst, du hörst mir gerne zu und du siehst mir gerne beim Spielen zu. Und das. Deswegen bist du auch heute jetzt hier. Deswegen bin ich heute auch hier, genau. Ja. Und ich glaube, da war noch eine andere Frage drin versteckt mit dem MeToo und Gendern und so. Ja. Das hat sich auf jeden Fall enorm geändert. Zum Glück so, aber wir sind, also ich glaube, ich sage immer mit meinen KommilitonInnen, dass wir 2017 noch eine Schule genossen haben und raus sind auf diesen Theatermarkt mit einem anderen Gefühl und einer anderen Form von Theater, was auch Klassiker angeht, was klassische Frauen-Männer-Bilder, Rollen angeht, ändert man die Texte. Ich sollte jetzt zum Beispiel im Sturm, der steht bei Shakespeare eben drin, afrikanische Ureinwohner steht da eben nicht, sondern das Wort mit I und hört eben mit Iana auf. So. Und da haben wir dann Insulaner draus gemacht, ein Kollege und ich, so zum Beispiel. Also, dass man das schon so in der Hand hat und ich finde, das nicht wieder reproduzieren sollte, diese Sachen. Und das war damals überhaupt kein Ding. Und das musste sich jetzt auch erstmal so alles auch gendern. Ich merkte jetzt auch, dass ich oftmals vorhin Lehrer und Lehrerinnen gesagt haben, aber ich eigentlich versuche immer zu gendern, so einfach, weil das ist ja einfach. So. Und ich finde, das ist jetzt kein großes Thema. Und Leute machen dann immer ein Riesending draus. Und ich finde, umso schneller es selbstverständlicher hingenommen werden kann und sollte, umso einfacher ist es eben auch, das einfach in den Sprachfluss einfließen zu lassen. So ist jetzt meine Meinung so. Und bist du der Meinung, dass bestimmte Stücke werden auch so bleiben? Oder wird sich durch die Sprache und Änderungen auch was dadurch auch ändern? Oder wird ganz neue Theaterstücke dann geschrieben? Und Klassiker bleiben Klassiker, aber es ist auch eine schwierig, gute Frage. Ne? Weil durch die Sprache, ne? Ja. Manchmal sagst du, kann man heutzutage sowas sagen? Ist das korrekt? Ist das nicht korrekt? Und ich finde, darüber sollte man zumindest nachdenken und es zum Gespräch machen, finde ich. Weil sonst ändert sich nichts. Und ich finde es oftmals schwierig, weil ich ja auch mit ganz vielen Leuten jetzt in den letzten Jahren hier in Wiesbaden auch zusammengearbeitet habe, wo das kein Konflikt darstellt, als gäbe es dieses Thema nicht. Und das ist aber da. So. Und ich finde, das ist eine Verleugnung dessen, dass das einfach wichtig ist, darüber zu sprechen. Ob man das macht, ist wieder etwas anderes. Das ist vielleicht ein Eingriff in den künstlerischen Prozess. Ich finde es total wichtig, auch ein Hamlet mit einer Frau, wie jetzt zum Beispiel in Bochum mit Sandra Hüller zu besetzen. Oder Lina Beckmann, die in Hamburg den Richard III spielt und so. Also darüber nachzudenken, finde ich total wichtig und das auch zu machen. Und ob man jetzt in die Sprache verändert oder das hat eigentlich ein Mann gespielt, ich finde das echt ermüdend. Und da ist mir das Leben zu kurz, um darüber jetzt mit den Leuten darüber zu diskutieren, warum sie es nicht machen. Ich finde es ganz wichtig, das umzusetzen. So. Ja, ich würde heute auch wahrscheinlich einige Sachen, die ich früher auf der Schauspielschule gemacht habe oder auch gesagt habe, auch komplett anders hinterfragen. Und das ist einfach wichtig, einmal kurz vor den Kopf gestoßen zu werden, oftmals. Und dann musst du eben selber gucken, ob du was draus machst. Ich habe damals, als meine Freundin mich anrief, die kam gerade vom Antirassismus-Workshop und hat auf einmal angefangen, mir Sachen zu erzählen, wo ich auch reagiert habe, was, ich bin doch kein Rassist und so weiter. Ne? Und auch gleich wieder das Ding, ich habe so viele ausländische Freunde und so weiter, was so immer das Erste, also dieses, ich gehe mal in Sicherheit vor diesem Thema ist. Und bis ich dann aber auch merkte, ganz viele Sachen von Mitu Sanyal gelesen habe und ich weiß gar nicht mehr leider, wie die andere hieß, aber eben, da gibt es ja dieses Buch, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch mit diesem, nicht der weiße Mann. Auf jeden Fall habe ich das ist schon etwas länger her, aber mich dann aufgeklärt oder versucht, da mitzugehen mit diesem Thema, dass ich nicht blind durch die Welt gehen kann und einfach Leute verletze, ohne es zu wissen. So. Ja, und das ist mir so, also auch wichtig, zumindest darüber zu reden, was wir leider im Theater viel zu selten machen. So, also zumindest bei uns jetzt hier. Und die nächste Frage wäre natürlich, wie ist das Leben als Schauspieler? Also, wie ist das Leben als Schauspieler? Ich finde es interessant, dass du sagst, als Schauspieler. Oder also, das müsstest du ja, konkretisieren, weil ich glaube, es ist... Dein Ablauf als Schauspieler und dieses Leben, wann hört dein Privat und wann fängt dein Schauspielleben und wo ist diese Grenze? Sagst du, okay, wie zum Beispiel, sage ich mal so ganz brutal, haben wir letztens eine Dokumentation über Eminem gesehen und dann sagen ja alle Rapper,
verdammt, er kommt um 9, dann macht er seine Mittagspause um 12 bis 1, dann kommt er von 1 bis 6 und dann, wenn 6 ist, sagt er, okay, dann sehen wir uns morgen. Ja. Also er nimmt wirklich Das ist professionell, ja. Ja, also und Ja. wie ist es so, diese Künstlerbarriere und zu sagen, nein, ich brauche jetzt die Nachtinspiration oder das oder ich habe jetzt ein Wochenende, gehst du dann auch freiwillig ins Theater, guckst du die anderen Stücke? Ja, wie ist das Ja, Leben als okay, ja, Schauspieler, ja, weißt ich du? verstehe, was du Ja. meinst. Also es ist erstmal total absurd, weil ich oftmals so 17 Uhr, wenn du weißt, 18 Uhr ist Maske oder sowas, und 19:30 Uhr stehst du auf der Bühne, dass ich teilweise 17 Uhr zu Hause bin und denke, was mache ich eigentlich? Also ich spiele heute Abend irgendwie 3 Stunden Leuten was vor und ich habe überhaupt keine Lust gerade, weil ich will jetzt, oder ich spiele dann Playstation oder ich höre gerade Musik und denke mir, warum musst du denn jetzt zur Arbeit, wenn alle so nach Hause fahren und dann auch noch Leuten was vorspielen? Das ist so, es ist wirklich richtig absurd aus meiner privaten Sicht, aber komischerweise, wenn ich beim Pförtner, oder wir haben auch mittlerweile eine Pförtnerin, vorbeikomme und da reingehe, gehe ich nicht mehr als Paul Simon, der zu Hause privat ist, sondern irgendwas stellt sich sofort um. So. Und dann bin ich halt dieser Theatermensch irgendwie oder dieser Schauspieler-Typ so. Und ich kann das gar nicht, weil da ist noch diese wie Zwischenebene zwischen privat und ich bin jetzt persönlich irgendwie eine Figur da. Ich bin jetzt als Schauspieler da. Da verschwimmt das noch, aber sobald ich mein Kostüm anhab, wichtig sind mir zum Beispiel auch Schuhe, dass du gut im Schuh stehst und wenn ich Stiefel anhab, macht das was anderes, als wenn ich ganz spitze Hacken oder hochhackige Schuhe anhab oder Sandalen oder so. Das macht viel. Verwandlung ist natürlich auch das komplette Kostüm anzuziehen oder eben in Bart geklebt zu kommen, überhaupt in die Maske zu gehen und auch wenn es wenig ist, wie nur ein Lidstrich oder sowas, das macht ganz viel. Und dann, sobald ich dann eine Musik höre, diesen Geruch von der Bühne habe, bin ich absolut drin. So, und da ist nichts mehr mit irgendwie, ich bin jetzt hier privat und habe eigentlich keine Lust, sondern dann ist on fire. Also und das liebe ich auch, weil bei mir ich bin halt auch so ein Extrem-Schauspieler, würde ich jetzt mal mich selbst bezeichnen, weil ich das auch liebe, wenn da Leute Geld bezahlt haben dafür, egal in welchem Stück, ob ich dieses Stück mag, ob es langweilig ist oder sonst was, dass du immer oder ich immer versuche, absolut alles zu geben, dass die Leute da einen geilen Abend haben. So. Und das finde ich, kann man mit allem machen, mit jedem Stück und mit jeder Rolle. So. Also zumindest ist das immer was mir nicht immer gelingt, aber oftmals mein Ansatz, dass ich denke, die sollen heute Abend nach Hause gehen und sagen, so, das fand ich aber geil. So, also diese eine Stelle, und wenn es nur das ist, sonst ist es halt einfach nur ja, langweilig. Und das interessiert mich auch selber nicht. Deswegen, also das ist so ein ungefährer Tagesablauf und am Wochenende, ich versuche es oftmals, dadurch, dass ich aber selber so oft spiele, versuche ich es eher zu vermeiden, ins Theater zu gehen, mir Sachen anzugucken. Oftmals so, außer ich habe Zeit. Und, Ist nicht dein Hobby. Nee, Theater ist tatsächlich nicht so mein Hobby. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Typ dafür. Aber das ist so, also ich habe zum Beispiel, um es ganz kurz zu machen, beim ersten Vorsprechen an der Ernst Busch, da haben die mir gesagt, haben Sie überhaupt schon Theater gesehen? Habe ich gesagt, nee, ich habe es bisher nur gespielt. Also ich habe jetzt mittlerweile viel Theater gesehen, aber es ist oftmals oder immer wieder so, ich gucke das zwar ganz gerne, aber ich merke, dass ich es viel lieber mache. Dass ich selber es gerne in der Hand habe, auf dieser Bühne zu stehen und also dieser Blick von oben oder von unten, wie auch immer, wie man halt steht, so, ist mir viel lieber. Da habe ich eher so das Gefühl, geil, ich bin hier mit dabei. Aber es gibt natürlich auch Theaterabende, wo ich unten sitze und denke, boah, ich will da auch mit rein, ich will da auch mit hoch, so. Aber ehrlich gesagt spiele ich es lieber, als es zu gucken, was nicht heißt, dass Leute kein Theater gucken sollen, weil es total wichtig ist und ich das auch mache. Aber ich glaube, das war auch gar nicht die Frage. Aber wie gesagt, ich mache es lieber. Ich mache lieber Theater. So. Das ist eine Weil gute dann wenn ich es selber mache, weiß ich eben auch, dass ich es gut finde. So. Ja. Sag mir, willst du vorbei? Willst du vorbeikommen? Ja. Kurze Pause. Gebe ich kurze so- Pause. 5 minutes. Cool. This is your 5-minute call. Also 5 Minutes Call. Yeah. Läuft das jetzt Gott. weiter oder ist das die Pause? Ja, das ist gerade, ich glaube, das ist eine Was ist Pause, das? weil wir sind schon Nein. 23 Minuten Das und heißt, wir sind noch ja, nicht weiter. das ja. ist voll doof. Ich darf nicht so lange antworten. Du darfst geben. nicht noch viel. Ja. Paul liebt er ist Schauspieler. Ja, Okay, jetzt, dann, weil ich dachte noch, okay, ich will wir mich machen heute mal ganz zurückhalten. Kurz, ja, ganz kurz. Ja, genau. Kurz Bitte. vorhalten. Boah, ich würde vor allem was- die ganze Zeit auch dir die ganzen Gegenfragen stellen. Ich merke nämlich auch, dass ich dich kaum kenne, was da, also Es ja, ist weißt okay, du- es ist ja unser Podcast. Ja, genau. Rolling, Ja. the Podcast. Ja. Rolling. Rolling. Keep rolling. Okay. Okay. Wo sind deine Grenzen? im Theater Ja. mich zu blackfacen. Ja? Das Ja. wäre No-Go. Auf jeden Fall nicht. Super. Ja. Okay.
Wie kann man sich eine Probe vorstellen? Ich habe meine Abschlussarbeit über Proben geschrieben und sie mir vor einem Jahr noch oder vor 2 Jahren während der Corona-Zeit oder der intensiven Corona-Zeit nochmal durchgelesen und ich würde heute es absolut anders beschreiben. Also, weil Proben auch immer wieder anders sind. Mal ist es so, dass man eine Konzeptionsprobe, also ganz einfach ist es, Konzeptionsprobe heißt, du lernst die ganzen Kostüm, Maske, Regie, Team, Leitungsteam und die Leute, die eben mit dir spielen, alle kennen und man liest das zum ersten Mal, man macht eigentlich eine Leseprobe und weiß, aha, so sieht der Raum aus, so sind die Kostüme und so weiter und dann wird das geprobt so. Das ist es, also dann lernt man die Texte oder hat sie am besten schon vorgelernt und dann, kommt man so langsam dann irgendwann in so eine Hitze. Und ja, bis zu den Endproben. Also ja, um es mal ganz kurz zu machen. Ganz kurz, Also, ja. Ich ja, kann mir vorstellen, dass man Proben das sind, ja, ich meine, du kennst es ja verschiedene wahrscheinlich Phasen, auch vom Tanzen. ne? So. In Also, verschiedene Phasen. Genau. Mal hat man mehr Lust, mal weniger Lust, mal kriegt man irgendwas, aber du versuchst einfach, diese Rolle rauszufinden. Wo kommt die her? Welche Haltung hat die? Wie spricht die? Wie bewegt die sich? Und so. Und das ist am Anfang, ich hasse erste Proben. Ich glaube, das würde aber jeder Schauspieler und Schauspielerin sagen, dass es einfach am Anfang schwer ist, weil du zum ersten Mal aus deinem Privaten, ich gehe jetzt da zum ersten Mal rein und versuche mal anzutasten, wie diese Rolle ist, es fällt mir immer total schwer, weil ich noch gar nicht weiß, wie die ist. So. Und es ist eine Reise. Es ist eine Reise. Es ist eine Reise. Es ist die Reise. So, Zachary, sag mal, sollen wir jetzt eine kurze Unterbrechung machen und machen wir weiter? Soll ich Es jetzt gibt noch ein paar. Ja? Nee. Okay, Pause. Geil, was kommt denn jetzt? Irgendeine Werbung? Oder? Okay. Nein. Nee. Passt jetzt hier jemand durch? Should I also close here? Right? Yes. And then we're gonna clap a second one. Ja. Okay. Okay, I'm rolling. Ich setz mich jetzt hier anders hin. Rolling. Es gibt noch ein paar Fragen. Ne? Ja. Ja. Die sind interessant und die ich will wirklich wissen und ich glaube, die Zuschauer Saubock werden drauf. auch sehr gerne. Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ist Richtig so, gut. alles gut. Soll ich klappen? Boah, ist aber stark. Starker Koffer. Wodka. Stark. Nein. Nee, richtig Nein. gut. Okay. Ja. Okay, wir sind zurück nach der Pause, Paul. Das Ja. war sehr schön. Pausenpaul. Und es geht weiter. Hast du Erfahrung im Filmbranche Ich habe schon ein paar Filme gesehen. und mitgemacht? Ich habe auch schon in Filmen mitgemacht, beziehungsweise Für Erwachsene. für Erwachsene. Im Porno? Im Porno habe ich noch nicht Das mitgemacht. dürfen wir nicht. Nein, ich hab im Tatort mal mitgemacht, ich habe im Polizeiruf schon mal mitgemacht und so Soko, also alles, was so deutsches Krimi-Fernsehen angeht. Krimi. Da habe ich schon mal mitgemacht. Aber in einem richtigen Kino, so ein richtiger Film, bisher noch nicht. Also ich bewerbe mich gerne jetzt hiermit. Aber ja, und ich habe in einem Kurzfilm mitgemacht, den ich mit dir gemacht habe. In Exodus. Das ist eigentlich so der einzige Film, wo ich Hat und mit Deda Production wo gemacht. Ganz genau. Hast du das hier? Unbedingt angucken. Okay. Wo ich mehr als 5 Sätze hatte, glaube ich. Aber also momentan noch nicht. Aber das wird ja kommen. Ich spiele halt total viel Theater. Dadurch ist das immer schwierig. Erstmal ein Casting zu bekommen und zweitens das Casting zu machen, um dann in ein Konstellationscasting mit dem Ensemble dann reinzukommen. Und dann auch noch die Drehtage. Und das, also alles, was über 3 Drehtage ging bisher, das war gar nicht möglich, weil ich so viel gespielt habe. Das wird jetzt ein bisschen besser. Also ab jetzt habe ich nur noch 2 Produktionen in dem Jahr, die jetzt kommen. Und sonst, ich habe immer 6 Produktionen im Jahr gemacht. Und plus noch Wiederaufnahmen und so war noch keine Zeit. Also nein, ich habe noch nicht wirklich eine Fliege in einem Film mitgemacht. Ja. Interessant. Ja, leider, aber Es kommt noch. Du Das bist ja kommt noch auf jeden Fall. 22. Ich bin noch 32, ranzig. Ich bin noch fein und ranzig. Viele Details für unsere Zuschauer. Ja. Ja. Komm, Keep come on, going. the Ja, ja. questions. Was bedeutet Kunst für dich? Lebendigkeit. Achso, ich dachte kurz, ja, Ja, Lebendigkeit, es ist Leidenschaft, Lebendigkeit, Rock'n'Roll. ja. Okay, gut. Also Kunst ist für mich Energieumwandlung in etwas, das hoffentlich bleibt. Ja, sowas. Ja.
Kunst ja, ich versuche das wirklich sehr Kurz zu halten. kurz zu halten, weil sonst kann man ja ewig über Kunst sprechen so und weil es ja auch immer wieder anders ist so. Aber Lebendigkeit. Gibt es eine Änderung jetzt durch GdBA und Schauspielensemble, Schauspielensemble? Wie ist das genau? Zwischen GdBA und Schauspielensemble? Ja. Gibt es da eine Bewegung jetzt für euch? Ja, das gibt es schon seitdem ich Abschluss gemacht habe. Da hat sich nämlich das Ensemble-Netzwerk gegründet. Und also da passiert schon einiges, was Arbeitszeiten angeht, Ruhezeiten vor allem. Zum Beispiel, dass man auch schwangere Schauspielerinnen nicht einfach so entlässt und so, was gang und gäbe auch immer noch ist im Theater. Es geht auch um die Bezahlung, was auch immer noch das riesige Problem ist, was mir also absolut absurd scheint, nicht nur, dass Männer und Frauen anders bezahlt werden, sondern auch, dass ostdeutsche SchauspielerInnen anders bezahlt werden als westdeutsche SchauspielerInnen. Wir haben ja meines Erachtens die Mauer nicht mehr. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich heute nicht in Wiesbaden. Also das ist solche Sachen. Also ich glaube, da tut sich einiges. Und ich sollte auch langsam mal eintreten in die GdBA, weil ich bin immer noch nicht drin, zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, wie war die Frage, ob es einen Unterschied gibt? Gibt es eine Veränderung? Also ja, genau, eine Veränderung gibt es auf jeden Fall. Ja. Es findet langsam immer mehr Aufmerksamkeit und findet statt. Strebst du eines Tages ein Intendant zu werden? Nein. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin zu sozial dafür. Ich will nicht sagen, dass das unsoziale Menschen sind, aber ich glaube, man muss ziemlich rational sein. Und ich glaube, ich wäre zu emotional für den Job des Intendanten. Sage ich jetzt mal. Verantwortung für die anderen Menschen. Ja. Es sei denn, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Intendanten oder eine Intendantin getroffen, die herzlich sind? Ne, doch, das schon, aber jawohl. Nee, so kann ich das gar nicht sagen, weil es gibt ja super liebe Menschen, aber ich glaube, du musst irgendwie dann schon sagen, Vertrag ist Vertrag. Also du musst andere Sachen, glaube ich, bedienen, die ich mir nicht zutrauen würde. Da bin ich weiß nicht, vielleicht zu weich oder sowas. Zu schwach würde ich nicht sagen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, tatsächlich. Nee. Eher Dozent oder sowas noch, also so. Produzent, Dozent, so an der Schule oder sowas. Das doch eher, aber Intendant von einem Theater, nee. Jetzt gibt es noch eine Frage aus dem Instagram. Was war dein Highlight in deiner Schauspielkarriere? Da gibt es echt viele. Deswegen. Aber das, was mir sofort eingefallen ist, und ich dachte, das ist noch zu toppen, ist es aber nicht, war Till in Bagdad zu spielen. Das war die allergrößte Erfahrung. Und ich glaube auch etwas, was so einzigartig sein wird in meinem Leben, das ist echt schwer, künstlerisch und vom gesamten Moment zu toppen. Absoluter Wahnsinn. Während der Corona-Zeit in Bagdad zu sein und da Till zu spielen vor, was weiß ich, über 1000 Leuten und wirklich, und die Stimmung danach, die rannten dann alle auf die Bühne und also es war Wahnsinn. Das war wirklich etwas, was ich, glaube ich, nicht mehr so erleben. Also wenn ich immer dem hinterherlaufen würde, dann würde ich, glaube ich, aufhören. Also das ist die absolut tollste Sache gewesen. Ich merke eigentlich, wie die Zeit schnell rennt. Ja, voll. Ne? Ja, und ich habe diesen Druck und ich habe das Gefühl, Zachary ist hier auf halt meiner Schulter so und sagt dir, wie lange soll denn das Ding gehen? Ne? Ich bin ja der erste Gast. Wir können ja jetzt 6 Stunden machen. 6 Stunden und die nächsten gehen dann nur 20 Minuten. Zachary wird mich umbringen. Nee, ja, ich bin nicht so ein Typ für kurze Antworten. Nee, aber das ist ja gut. Das ist gut. Und ich will ja nicht so aussehen wie nach dem Motto, okay, danke für deine Antwort, aber ich muss weiter. Ja, ich klar. Muss weiter, ja. Ne? Aber ich muss weiter. Oder wir nehmen einfach jetzt eine ganze Staffel auf und dann wird das immer so geschnitten. Eigentlich, das wäre perfekt für die Adventskalender. Ja, für jeden Tag genau. hat man so eine Stunde. Das finde ich gut. Ja. Jeden Tag eine Stunde. Ja. So, aber zum Beispiel die Fragen jetzt von Zachary wären, was liest du zurzeit? Ganz ehrlich. Außer den Wahlplakaten. Ja, tatsächlich, das wäre eine gute Antwort gewesen. Ich lese gerade, was habe ich denn als letztes, oder was lese ich gerade? Ich lese gerade gar nicht. Ich spiele gerade, nee, ich darf jetzt nicht lügen, deswegen, ich spiele gerade PlayStation 5. The Callisto Protocol spiele ich gerade. Aber ich lese nichts. Du liest Ich zock gerade. Du zockst. Okay, PS5, ja. Okay. Aber online, dann schreibt man sich auch oder so. Nee, nicht online, nee, Singleplayer-Modus. Und super schwer. Super schwer. Okay. You know it? The Callisto Protocol is hard. Wann hast du denn Zeit, sowas zu machen? Zombies. Next ja, okay. Was hörst du?
Nervosa, das neue Album von Nervosa, Jailbreak. Eine 4-Frauen-Metal-Band. Großartig. Und was guckst du zurzeit? Dark. Was, Dark? Dark. Was ist Dark? Kennst du nicht? Netflix? Ach, das habe ich vor Jahren geguckt. Superstore gucke ich gerade so ein bisschen. Superstore, ja. Unterhaltsam. Und dein Traum, mit jemandem zusammenzuarbeiten ist? Das bist du? Okay, alles klar. Mit dir möchte ich gerne mal zusammenarbeiten und Mit dir auch, Zachary. mit mir, Wir ja, gehören Zachary, zusammen. sowieso. Und Frank Castorf würde ich gerne mal arbeiten. Wer ist das? Das ist ein Theaterregisseur, ein für mich sehr prägender Theaterregisseur. Warum ich überhaupt Bock hatte, wirklich im Theater auch zu arbeiten, war Frank Castorf. Und mit dem würde ich wirklich unbedingt mal gerne arbeiten. Und im Film mit Bjarne Mädel, ein Schauspieler. Sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, der ist cool. Mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Dann, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es wirklich in Erfüllung geht. Ja. So, jetzt, bevor wir wirklich zu ganz Ende gehen, weil die Zeit tickt, wem würdest du dir vorstellen, hierher zu sitzen bei uns? Ah, witzig. Die Frage wollte ich euch auch stellen. Wer kommt denn als nächstes? Ja, aber wer würdest du dir, wenn wir jetzt eine kleine Story draus machen auch für Instagram, wer würdest Ja. du jetzt challenge? Jetzt da ist deine Möglichkeit zu nominieren und eine erste Frage zu stellen. Uwe Erik Laufenberg würde ich gerne hier sitzen haben in dem Studio. Und meine allererste Frage ist, wie geht's denn dir so? Noch wach? Okay, das geht dann wirklich online. Ja, bitte. Ne? Okay, gut, dann machen wir das. Okay, ja, das machen wir und dann Der hat ja eh kein Sache Instagram, montiert. aber der wird es Okay. wahrscheinlich bekommen. Aber Wird's mitbekommen. natürlich, wenn nicht, wie hieß der Volker Milch? Wird er darüber, Ja, Volker Milch. Volker Milch wird darüber Ich würde die schreiben. beide gerne hier sitzen haben. So, das wäre sehr lustiger. Ja. Und ganz als letztes, was wären deine Fragen an uns? Also, meine Frage ist, was du mir, glaube ich, auch schon mal beantwortet hast, aber ich frage für alle und vor allem unsere ZuschauerInnen, was bedeutet DIDA Productions? Für was steht das DIDA? Oh. Es ist ja nicht, weil wenn es Denislav und Zachary, dann wäre es ja Disay oder Disa. Desiree. Ja, was heißt DIDA? Oder okay, Dida. sag. Well, I guess I should answer that one. Yeah. It's actually from my middle name. So my middle name is Dadua, and that's the Da. That's the Da Ah, in D. Dadua. The D and the Da. Yeah. Okay. Das ist, okay. Thank you. Thanks a lot. Und vielleicht noch die Frage, weil meine letzte Frage wäre nämlich gewesen, wer hier als nächstes kommt, wen ihr da einladet. Du hast selber jetzt eingeladen. Ich habe jetzt guck mal. eingeladen, Ja, genau. du hast- Uwe, ja. bitte, sei warten. an meiner Stadt hier. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, wie es dir geht. Was wäre denn noch eine Frage? Ich habe sie tatsächlich gerade vergessen. Ach, warum ihr jetzt erst einen Podcast macht? Weil ich höre so viele Podcasts und denke mir, ihr hättet viel früher einfach mal, weil ich das echt interessant finde, weil du kommst aus dem Ballett, so, bist jetzt irgendwie Fotograf, Künstler, Regisseur, ja, Podcaster und so. Und so, ihr macht so geilen Scheiß, aber hattet ihr keine Zeit oder? Tatsächlich, nee, die Zeit, das war wirklich Ja, eine Zeitfrage. weil wir hatten Ja, schon ja. mal vor 5 Jahren oder sowas drüber gesprochen, lass uns doch einen Podcast machen oder so. Das ist ewig her. Ja. Da war noch nicht mal Corona. Aber wir hatten gewartet, dass 4K rauskommt. Ja, die ich merk Technik schon, ja, sich das ist besser schon krass. entwickelt und Ja, ja. sowas. Und Ja. wie du siehst, ich bin immer noch abhängig von Zachary. Ich kann nicht alles allein machen. Ja, ohne Zachary geht ist gar sehr- nichts. Nee. Er ist also ich tue so, als ich wichtig hier bin, aber Ja. eigentlich der ganz wichtigste Person ist da, weil er drückt Ja. die Knöpfe. Und dann, Das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn ich mit dir arbeite. wenn ich was Falsches Da sage, denk ich dann mir immer, wo macht ist er denn- einfach ja, so. Zachary Mach einfach kommt so. heute nicht. Ja, genau. Das sollte auch mehr Erwähnung finden. Nur mal, ich hau mal hier drauf. Ich höre ja vor allem gar nicht, was da kommt. Das ist so geil, ich bin total analog hier. Das ist perfekt. Aber Ja. die weiteren sind sehr gefährlich, da muss man vielleicht mal. Da bin ich Vor mir allem, nicht ich so finde es sicher. geil, dass wir es geschafft haben, weder über Exodus noch über Fluppenkasper oder irgendwas zu sprechen. Das finde ich richtig gut. Ja.
Die Leute können ja im Internet mich einfach mal googeln. Ja, Aber das immer ist ja Paul der Simon Sinn der Sache. Schauspieler eingeben. Ja. Das ist ganz wichtig. Oder Paul Simon Schauspieler Wiesbaden. Ja. Aber kann man wirklich wahnsinnig viel gucken. Auch Ja. bei bei Oh, genau. ja. 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 Gut. Vielen lieben Dank. Peace Bis out. bald. Ey, merci. Super. Thank you. Thank you. Ja, geil, ey. Richtig schön. Das ist die erste Folge.